Herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar der Business Outcome Driven EA Focus Week. Wir möchten heute uns dem Thema widmen, wie kann man den persönlichen Nutzen der Stakeholder sicherstellen und das möglichst aufwandsarm. Das ist natürlich auch der Schlüssel für erfolgreiches Enterprise Architecture Management, sich nämlich als Architekt Gehör zu verschaffen. Vorab möchte ich einmal kurz alle Beteiligten vorstellen. Mein Name ist Nadine Bräunling und ich führe Sie durch die organisatorischen Teile des Webinars. Durch das Thema selbst führt uns Inge Hanschke von Lean42. Sie ist da Geschäftsführerin und sicherlich vielen auch als Expertin im Bereich Enterprise Architecture Management und in anderen Themenfeldern ein Begriff. Mein Kollege Kai-Helmut Eckert wird Ihnen dann passend zu den Ansätzen und Methoden, die gezeigt werden, das nochmal im Tool in AdoIT vorstellen. Damit übergebe ich auch schon an Frau Hanschke mit der Frage, wie kann man denn den Nutzen durch erfolgreiches Enterprise Architecture Management steigern? Vielen Dank für die Anmoderation. Mich freut es. Es ist einfach ein spannendes Thema, ERM zum Erfolg zu bringen und gleichzeitig die Frusterlebnisse zu reduzieren, indem man das, was man abliefert, dass das halt wirklich entsprechend verwendet wird. Vielleicht auch noch ein paar einleitende Worte von mir. Also einen schönen guten Tag erstmal zu unserer heutigen Veranstaltung als Teil der ER Focus Week. Liebe Inge, ganz herzlichen Dank für deine Teilnahme auch an unserer ER Focus Week. Wir freuen uns immer wieder sehr, dich als Referentin gewinnen zu können und begrüßen zu dürfen. Deine Erfahrung oder eigentlich besser eure Erfahrung bei Lean42, denn es gibt hier, sag mal, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen auch an deiner Seite. Eure Erfahrung, eure Ideen, der Austausch mit euch sind für uns ja ein ständiger Impuls auch für die Weiterentwicklung auch unserer Produkte. Und umso mehr freuen wir uns, deine und eure Ideen in unseren Webinarreihen immer wieder aus erster Hand durch dich auch präsentiert zu bekommen. Und das Thema How to get heard as Architects bewegt uns als Softwareanbieter natürlich auch sehr, denn auch wir sind natürlich bestrebt, Lösungen zu schaffen, die es Architekten ermöglichen, aus dem ja sprichwörtlichen Elfenbeinturm herauszukommen und Gehör in der Organisation zu finden. Und hier spielt natürlich das EA-Werkzeug eine ganz entscheidende Rolle. Architekturelle Ideen, wissen wir, werden über Sichten, Diagramme, Auswertungen nicht nur dem Management präsentiert, sondern natürlich auch in die Projekte hinein transportiert. Und die Zugänglichkeit von EA-Werkzeugen für interessierte Leser spielt eine ebenso entscheidende Rolle. EA muss einfach allen Spaß machen und muss Mehrwerte liefern. Und von daher freut es uns natürlich genau zu diesem Thema heute, uns mit dir halt auszutauschen und von dir da einfach Einblicke auch zu bekommen. Vielen Dank für den Lob vorab. Genau, ich versuche dem zu entsprechen. Genau, das Thema Begeisterung für das Thema Unternehmensarchitektur ist, glaube ich, bei mir und natürlich im ganzen Team von Lean42. Das Thema, wie bekommt man das einfach hin, dass man dann einfach Nutzen stiftet und dann halt letztendlich darüber natürlich auch wieder die Unternehmensarchitekten selbst auch wieder motiviert oder EAM als Ganzes erfolgreich macht. Und wichtig ist genau so eine Kombination, einfach Nutzen generieren und gleichzeitig Aufwand reduzieren. Und da spielt natürlich das Werkzeug eine große Rolle. Transparenz über Landschaft kann man nur mit Werkzeugen herstellen und gerade halt Ardo IT liefert hier eine ganze Menge, was wir uns auch gleich mal im Detail anschauen. Hier sind schon ein paar Antworten, aber das gucken wir uns dann gleich im Vortrag noch mal ein bisschen genauer an. Stadtfolie, hier, dieses Bild gefällt mir selber einfach sehr, sehr gut. Das ist so ein Bild, wenn viele Stakeholder auf ERM gucken. Einfach, die sammeln die ganze Zeit Daten und Daten und Daten und der Datenberg oder vielleicht auch Datengrab wird immer größer und jeder fragt sich, ja, was macht man denn mit den Daten und warum soll ich jetzt dann schon wieder irgendwelche Daten neu liefern? Und das ist genau so ein Punkt. Also welchen Nutzen zieht man aus diesen Daten, die man dann zum Teil auch mit großen Kraftanstrengungen sammelt? Und hier ist einfach eine unserer Schlüsselaussagen. Das Thema Nutzen hängt am persönlichen Mehrwert. Persönlicher Mehrwert heißt also von jedem Stakeholder, also nicht irgendwie Stakeholdergruppe, sondern halt wirklich Herr Müller, Herr Meier, der für seine Aufgaben Hilfestellung bekommt. Die Art des Mehrwerts kann extrem unterschiedlich sein. Zum Beispiel ein Chief Digital Officer, der hat vielleicht eher Interesse daran, dass die digitale Transformation unterstützt wird, sowohl Planungsprozess wie auch Steuerung.
wo halt Kundenerlebnisse, Geschäftsmodell, also gerade fachliche Dinge, aber halt natürlich auch Effizienz, Automatisierung einfach eine große Rolle spielen. Wenn man eher in der IT schaut, dann hat man vielleicht dieses ganze Thema die IT im Griff und insbesondere halt auch die Altlasten. Beinahe jedes Unternehmen hat noch Anwendungen oder auch Technologien, die nicht mehr immer zeitgemäß sind, die vielleicht aber auch gewisse Schwachstellen auch aufweisen, Sicherheitsprobleme, Lizenzkostenprobleme, nur mal als Beispiele. Dann hat man natürlich das ganze Thema Sicherheit und Zuverlässigkeit, Absicherung des Geschäftsbetriebes. Gerade werden auch das Thema Schwachstellen eben einfach hier sicherzustellen, dass die IT den Geschäftsbetrieb möglichst nahtlos unterstützt. Das Thema Daten, wichtiges Thema, um einfach Transparenz zu haben, gerade mit Cloud oder anderen Themen. Wo liegen denn welche Daten? Ist es denn erlaubt, gewisse Daten, zum Beispiel personenbezogene Daten, in diese oder der Art von Cloud zu packen? Oder aber ganz individuell, je nach Stakeholder. Der eine macht gerade ein Projekt, wo zum Beispiel eine SAP-Migration ansteht, Richtung S4HANA. Der andere hat vielleicht eine Einführung von Salesforce oder irgendeinem anderen Thema oder aber hat ein Manager, Geschäftsführer irgendeine Frage, wo man schnell beantworten muss. Also wie man sieht, extrem unterschiedlich und das sind hier nur Beispiele. Und wichtig ist einfach, dass möglichst schlank handhabbar diesen Mehrwert für den Einzelnen, also persönlicher Mehrwert zu schaffen und gleichzeitig das möglichst aufwandsarm zu machen. ERM hat im Prinzip so zwei wesentliche Aspekte, so als Grundlagen. Einerseits das Metamodell, die Strukturen, die fachlichen, technischen Strukturen. Hier sieht man einfach ein paar Beispiele, wie in der Geschäftsarchitektur, Geschäftsprozesse, Business Capabilities. Das sind so die fachlichen, technischen Strukturen, welche man hat und wie die dann halt genannt sind, das ist unternehmensspezifisch. Und zwar halt alle die, die notwendig sind, um gewisse Fragen zu beantworten. Fragen werden häufig in ERM mit gewissen Listen einerseits und dann mit gewissen Visualisierungen und für die unterschiedlichen Ebenen Management oder mehr Richtung Umsetzung gröber bzw. feiner entsprechend beantwortet. Entsprechend der Fragestellungen der verschiedenen Stakeholder benötigt man halt eine unterschiedliche Visualisierung und dafür unterschiedliche Daten. Wichtig, dass das einfach maßgeschneidert ist, das heißt nur wirklich diese Visualisierungen, nur diese Daten, die wirklich benötigt werden, um diesen Nutzen zu generieren. Nutzen zu generieren, sprich die Fragen der jeweiligen Stakeholder zu beantworten. Um einfach diesen persönlichen Mehrwert herzustellen für den einzelnen Stakeholder. Das entscheidet aber auch diese Mehrwerte dann für den Erfolg von ERM an für sich. Nur wenn halt Stakeholder nachher sagen, wie zum Beispiel natürlich IT-Verantwortliche oder aber auch dann nachher auch im Business Verantwortliche, CTO oder andere, ERM hat Nutzen gebracht, um zum Beispiel Kosten einzusparen. Man hat dann erkannt, dass man eine gewisse Anzahl von Redundanzen hat, die 5 verschiedene Systeme für den gleichen Zweck oder 5 verschiedene Releases von irgendwie 'ner Datenbank, auch wenn eigentlich nur eine benötigt werden, mit unterschiedlichen Lizenzen zum Beispiel oder auch Vereinheitlichung von Dienstleisterportfolio, also mal als Beispiel. Oder aber hat geholfen, ganz schnell eine Entscheidung zu treffen, und zwar fundiert, wo man die Basis hat, welche Schnittstellen müssen denn alles noch umgestellt werden, um einfach dann einfach das Projekt erfolgreich abzuschließen. Natürlich aber auch für die Planung. Also hier sieht man dann einfach so 'n Ist-Zustand und so 'n Soll-Zustand und diesen Soll-Zustand zu gestalten und dann einfach zu überlegen, wie kann man von in Schritten dann vom Ist zum Soll-Zustand zu kommen mit unterschiedlichen Visualisierungen. Hier ist so eine typische Matrix, hier dann detaillierter mit einem gewissen Informationsfluss.
Die Visualisierung können aber ganz anders auch aussehen, wenn man zum Beispiel bei Informationssicherheit und Datenschutz schaut, wo es auch insbesondere darum geht, diese Business Continuity sicherzustellen, Risiken im Griff zu haben, diese Risikomatrix hier als Beispiel oder hier irgendwelche Kontrollen und hier Gap-Analyse, hier mal so ein Beispiel. Und diese Dinge können im ERM-Tool oder auch außerhalb integriert entsprechend ablaufen. Aber Kerndaten wie zum Beispiel die Assets für eine Schutzbedarfsfeststellung und sowas ist natürlich Kern von den ERM-Daten. Darüber hinaus natürlich andere Dinge, Digitalisierung, auch ein bisschen proaktiv ein gewisses Lösungsportfolio mit Plattformen für gewisse Capabilities, Handlungsfelder bereitzustellen oder aber auch das Thema Datenmanagement in verschiedenen Sichten. Das nur mal so als Beispiele. Häufig startet man einfach mit dem ganzen Thema Transparenz und das ist auch die Basis, die anderen weiteren Potenziale zu heben. Bei dem Thema Transparenz, da geht es halt insbesondere darum, ein gemeinsames Verständnis zu haben, also gemeinsam mit Stakeholder im Fachbereich, in der IT, auf den verschiedenen Ebenen, Management, Sachbearbeiter, Ebene. Und dann halt einfach so ein Single Point of Truth einerseits zu haben, dass man halt weiß, die und die Prozesse gibt es, die Vertriebsunterstützung zum Beispiel oder aber auch gewisse Daten wie Mitarbeiterdaten oder halt Applikationen, Salesforce oder SAP hat man als Beispiele. Und wichtig ist, dass man einfach hier gemeinsame Strukturen hat und festlegt. Und hier sieht man dann ein Beispiel, das mir freundlicherweise vom Kai zur Verfügung gestellt wurde. Hier das Archimed 3.1 Metamodell mit den verschiedenen Elementen. Wobei man natürlich dann gerade, wenn man einsteigt, erstmal ein abgespecktes Modell entsprechend verwendet und das dann halt entsprechend ausbaut. Und dann Reservoir an Möglichkeiten, die man hat, dann gewisse Transparenz zu schaffen, je nachdem, wie die Fragestellung ist. Hier hat man eher ein technisches Thema, wo man einfach schaut, wie sieht das Zusammenspiel aus? Hier auch ein Thema Citrix, also technische Teilaspekte. Und dann, was fließt hier? Wie sind die Abhängigkeiten voneinander? Und das sind einfach gemeinsame Bilder, die man auch gemeinsam auch weiterentwickeln kann, wo man einfach schaut, das ist der Stand, den jemand aufgenommen hat und dann diskutiert man und stellt fest, nee, das stimmt nicht, das ist so und so, dann ändert man das entsprechend und hat dann das gemeinsame Modell dann auch, was dann auch gleichzeitig in der Datenbank entsprechend genauso liegt. Das heißt, man bekommt es dann immer wieder und könnte es dann entsprechend auch analysieren. Also ein ganz tolles Mittel auch gerade für die Kommunikation. Hier dann ein anderes Beispiel, wo man gewisse fachlichen Teilaspekte auch hat, wo man hier dann genau so ein Zusammenspiel auch ein Stückchen hat, auch mit den Zusammenhängen. Aber das ist genau dieses Thema. Der Pain ist ein ganz anderer hier und man nutzt genau die Elemente, die einfach notwendig sind, um den Ist-Zustand oder auch den Planzustand aufzuzeigen oder auch aufzuzeigen, wo hat man denn ein Problem und wo man dann halt reinzoomen kann und dann weitere Analysen fahren kann. Darüber hinaus hat man natürlich ganz andere Visualisierungen, die man nutzt. Einerseits natürlich, um Transparenz zu schaffen, aber auch für die Planung und Steuerung. Und hier sieht man einfach mal einige der Ergebnissichten aus Arto IT. Wir haben natürlich so eine Anwendungsroadmap, gewisse Dashboards, unheimlich wichtig, um auf einen Blick sehen, wo man Handlungsbedarf hat, wo man dann reinzoomen kann. Ergebnislisten ist auch mit die häufigste Visualisierung in Anführungszeichen, weil man einfach gewisse Teilausschnitte dann genau mit den Daten dann verfügbar macht, aber auch Matrizen, ich habe es vorhin Bebauungsplan genannt, wo man hier halt verschiedene Dimensionen hat, wo dann halt die Elemente hier und hier zugeordnet werden und dann sieht man hier auch schön mit Farben und anderen Dingen, wo man dann sehr schnell einfach gewisse Sachverhalte aufzeigt. Und da achtet man halt immer drauf, dass die Farben dann hier immer eine eindeutige Bedeutung hat.
Ganz wichtig, auch diese Abhängigkeitsgrafiken hier, die VIA, wo man auch unterschiedliche Elemente sehr einfach auch hier auswählen und darstellen kann und dann einfach sieht, was passiert denn, wenn hier etwas schief läuft, wo hat man Abhängigkeiten oder hier ist so ein Ausrufezeichen, wo man einfach sieht, hier hat man ein Problem und was heißt das für nach unten und entsprechend nach oben. Portfolio eher für Planung, Zwecke oder Cluster-Maps, eher diese grob granularen entsprechend Darstellungen. Aber es hängt einfach von der Fragestellung ab für gewisse strategische, taktische Fragestellungen, aber dann häufig halt nicht für alle Applikationen, sondern nur für Kernapplikationen verwendet man das dann zum Beispiel häufig. Genau, aber jetzt wird der Kai noch ein bisschen Insight in AutoRT zeigen, also Zoom rein, dass Sie sehen, das ist jetzt nicht nur eine Visualisierung, also eine PowerPoint-Folie, sondern die kann auch leben. Genau, ich würde einfach dann mal zu mir rüber wechseln auf meinen Bildschirm, einfach mal so ein paar ausgewählte Highlights mal zeigen, zu, ja, möglichen, Darstellungsformen, wie man eben Architekturinhalte dann auch dem Konsumenten präsentieren kann, wie er sie halt nutzen kann. So, wir befinden uns jetzt im AdoIT in unserem Szenario Entdecken und Mitwirken. Das heißt, ich befinde mich jetzt hier in einer Oberfläche, die wirklich auch dem geneigten Leser die Möglichkeit bietet, sich ganz einfach einen Überblick zu verschaffen, eben zur Architektur, zu den Daten, die im AdoIT bereits erfasst wurden. Den Einstieg in eine solche architekturelle Dokumentation kann zum Beispiel das bilden, was wir jetzt hier aktuell halt sehen. Das ist jetzt hier eine Capability Map. Jetzt technisch auch im Sinne einer Cluster-Map, also wo ich mir zum Beispiel jetzt hier einen Überblick verschaffen kann zu den verschiedenen Geschäftsfähigkeiten meiner Organisation, auch in der Idee eines Startmodells. Und ja, wie wir es schon halt hatten, ist die Idee jetzt halt auch dahinter, dass eben alles das, was wir jetzt hier sehen, eben auch ja konkreten Elementen aus unserem AdoIT-Datenbestand entspricht und ich mir natürlich im Detail Informationen zu den verschiedenen Elementen halt anschauen kann. Das heißt, möchte ich jetzt irgendwie tiefer in diese Fähigkeiten halt eintauchen, gibt es also die Möglichkeit, zum Beispiel in besagte tabellarische Ansichten hier mal rüber zu gehen, mir dazu also einen Überblick zu verschaffen zu den Fähigkeiten oder ich gehe eine Ebene tiefer, mich interessiert vielleicht so die Ebene der Applikationskomponenten. Was sind denn die verschiedenen Anwendungen, die wir jetzt hier bei uns im Einsatz halt haben, mir die also im Detail halt anzuschauen. Habe die Möglichkeit, ja, nach verschiedensten Kriterien das Ganze dann halt hier zu filtern, sagen, mich interessieren vielleicht jetzt nur die oder sich in Produktion befindlichen Applikationen und darüber hinaus dann vielleicht auch die, von denen wir auch jetzt hier den Plan haben, sie dann vielleicht auch perspektivisch bei uns auch in der Architektur zu eliminieren und kann also so letztendlich dann eben zu dem Set der Elemente kommen, die vielleicht für mich auch im Fokus sind. Und möchte ich jetzt zum Beispiel tiefer eintauchen in ein konkretes Element, dann gibt es ein Konzept, das wir als ja die sogenannten Insight-Dashboards bezeichnen, also einer Sicht für alle Arten von Konsumenten, jetzt nicht nur für die Experten, nicht nur für den Architekten, sondern für jeden, der sich eben eine Information verschaffen möchte zu einem bestimmten Element. An dem Beispiel jetzt hier mal eine Anwendung, die da eben heißt Partnersystem. Und die Idee dieser Insight-Dashboard, also hier, dass ich verschiedene Hintergrundinformationen zu dem Element mir hier beschaffen kann, zum Beispiel sehen kann, wie ist denn eigentlich diese Anwendung eingebettet in meine komplette Applikationslandschaft, wo habe ich dann eben Verbindungen zu anderen Applikationssystemen, kann das in verschiedenen Detaillierungsgraden mir entsprechend halt auch anschauen, also sowohl in so einem grafischen Weg als auch zum Beispiel hier in solchen tabellarischen, textuellen Übersichten, wo ich also sehen kann, was sind irgendwie Schnittstellen, die meine Anwendung bereitstellt, Schnittstellen, die ich vielleicht von anderen Anwendungen halt nutze und was sind die jeweils sich hinter diesen Schnittstellen befindenden anderen Applikationen. Das können Informationen sein zu Klassifikationsmerkmalen, dass ich also mir einen schnellen Überblick verschaffen kann, wie ist denn eigentlich meine Anwendung eingewertet hinsichtlich verschiedener Kritikalitätsmerkmale. Das können Lebenszyklusinformationen sein, Angaben zur Investitionsstrategie, also wirklich eine ganze Reihe wichtiger Informationen, um überhaupt mal mir so ein Bild von einer solchen Applikation zu verschaffen, bis hin eben zu datenbasierten Themen, dass ich sehen kann, was sind denn vielleicht irgendeine Arten von bestimmten Datenobjekten, Geschäftsobjekten, die über Schnittstellen ausgehend von meiner Applikation vielleicht mit anderen Applikationen dann eben geteilt werden. Ja, bis runter eben dann vielleicht auch in diesen Technologielayer einzutauchen, zu sehen, was sind denn vielleicht bestimmte oder notwendige Systemsoftware-Elemente, die ich halt brauche, um meine Applikation betreiben zu können.
Und wenn ich dann jetzt hier eben den Bedarf habe, aha, ich möchte jetzt hier weiter eintauchen, möchte verstehen, was ist denn jetzt hier mit meiner DB2-Datenbank hier im Hintergrund, was hat es denn damit auf sich, kann ich mich also wirklich von Insight zu Insight hier durchhangeln und mir da entsprechend dann meine Detailinformationen halt angucken. Ich habe aber auch gleichsam die Möglichkeit, wenn ich in meinem Partnersystem bin, vielleicht auch mein Element auch wieder als Ausgangspunkt zu nehmen für ja, weiterführende Auswertungen. Also das können jetzt zum Beispiel ja, verschiedene grafische Views halt sein, die ich mir halt aufrufen kann. So zum Beispiel wäre die Idee, dass ich sage, ich möchte vielleicht auch das Thema Anwendungslebenszyklus nochmal detaillierter betrachten und sage, ich möchte mir eben meine Applikationskomponente jetzt hier auch nochmal in so einem Gantt-Diagramm betrachten. So, dann kann ich also zum Beispiel jetzt hier direkt aus diesen Insight-Dashboards heraus auch in die gewünschten Sichten springen und das Gantt-Diagramm als Möglichkeit, zum Beispiel diesen Lebenszyklus zu visualisieren, hatten wir als eine Option ja auch gesehen von grafischen Visualisierungsmöglichkeiten, die uns das Tool halt bietet. Wenn ich darüber hinaus tiefer vielleicht auch eintauchen möchte, ist eine weitere Funktionalität, die wir dann halt entsprechend halt haben, in dieses Analyseboard halt einzutauchen. Hier finden wir eine umfangreiche Anzahl schon von vorkonfigurierten Reports, die Anwender dann aber auch bei Bedarf auch selber an ihre jeweiligen Fragestellungen halt anpassen können. Diese Reports nach verschiedenen Ebenen eben auch clusterbar, entweder nach verschiedenen fachlichen Abstraktionslayern oder vielleicht auch nach den verschiedenen Typen, wo wir also dann eben jetzt auch die verschiedenen Elemente sehen, die wir auch davor auch in den Folien von Inge gesehen haben. Oder ich steige vielleicht auch wieder in so eine Dashboard-Sicht halt ein, wo ich mir dann eben jetzt nicht auf Ebene eines einzelnen Objektes, sondern vielleicht auch auf Ebene von mehreren Objekten mir eine Information verschaffe, zum Beispiel zur Strategie und mir hier beispielsweise einen Überblick über die Geschäftsfähigkeiten und ja, die Qualität meiner Geschäftsfähigkeiten entsprechend halt verschaffen kann. Alles, was wir also entsprechend tun, jetzt hier auch im AutoIT, die verschiedenen Auswertungen, die wir halt haben, hatten wir auch gesehen, eben auch als Standard hier nutzen, ist unser Archimate 3.1 als ja, Modellierungssprache. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, dann im AutoIT für uns zu entscheiden, in welchem Umfang möchten wir unser Archimate halt nutzen. Wir haben hier die Möglichkeit eines Profilings geschaffen, dass also ja, AutoIT-Administratoren auf ganz einfache Weise entscheiden können, wie soll denn das Archimate in der Organisation genutzt werden, in einem Ansatz Archimate for Champions, wo man letztendlich auf das vollumfängliche Metamodell zurückgreifen kann. Eher in so einem Lean-Ansatz mit einem eingeschränkten, ja, fokussierten Set an Elementen oder in einem solchen portfoliobasierten Ansatz, wo man vielleicht entscheidet, was sind denn so die Schwerpunkte der eigenen architekturellen Arbeit, wo setzt man den Schwerpunkt in seinem Architekturmanagement und entscheide ich mich zum Beispiel für ein Applikationsportfolio-Management in Verbindung mit einem Transformationsportfolio-Management, dann aus dieser Auswahl heraus automatisch ein Tailoring des Archimate-Metamodells stattfindet und ich dann im Ergebnis nur die Elemente dann eben auch noch verfügbar habe und mir auch angezeigt werden, die ich dann eben genau für diese Szenarien brauche. Lässt sich also sehr schön eben an die Bedürfnisse halt anpassen und eben in Verbindung mit diesen verschiedenen Sichten, die wir davor auch gesehen haben und grafischen Auswertungen eben auch ideal dann auch den verschiedenen Anwendern zuordnen, sodass eben jeder Konsument genau die Informationen dann eben auch bekommt, die er auch benötigt. Also vielen Dank. Ich finde immer, wenn man das live im Tool sieht und dann auch sieht mit dem Navigieren, also man hat einfach nicht eine einzelne Sicht wie ein separates Dokument und dann mehrere Dokumente nebeneinander, sondern halt wirklich die Navigation und je nach Fragestellung. Und auch dieser Lean-Ansatz, zwar Business Outcome orientiert, also persönlicher Nutzen, und zwar genau das, was man braucht, aber das natürlich schon möglichst schlank handhabbar und maßgeschneidert. Wichtig ist aber gerade bei dem Thema Nutzen stiften, also persönliche Nutzen stiften, dass man einfach immer genau schaut, wie sieht die Arbeitsumgebung des jeweiligen Stakeholders aus. Da gibt es halt Stakeholder hier in dieser vereinfachten Sicht, die hier zum Beispiel als Prozessmanager oder hier im Demand Manager oder im Projektportfolio Management oder im IT-Service Management entsprechend sitzen und halt unterschiedliche Sichten haben. Jemand im IT-Betrieb mit den IT-Service-Management-Prozessen und vielleicht ServiceNow-Plattform hier drin, der möchte jetzt nicht hingehen und alle seine Daten in irgendein EA-Tool eingeben, sondern der möchte einfach diese Daten möglichst automatisch integriert
im EA-Tool dann haben, beziehungsweise umgekehrt, insbesondere zum Beispiel die Liste der Applikationen verfügbar haben, analog für die anderen. Und das ist genauso einfach ein Thema, um halt den Nutzen zu schaffen, braucht man halt eine gewisse Datenmenge, genau die Daten, die notwendig sind, um die Fragen zu beantworten, in einer hohen Qualität. Und dann muss man einfach immer den Aufwand möglichst klein halten. Und wenn die Daten schon irgendwo anfallen oder gepflegt werden, über zum Beispiel Integration und Automatismen möglichst einfach und aufwandsarm automatisch bereitstellen. Extrem wichtig, beide Aspekte hier Nutzen zu stiften für Stakeholder und gucken, wie kann man es möglichst einfach machen, dass das Thema halt Integration, Automation ein Schlüssel und natürlich für die Dinge, die dann selbst gepflegt werden, mit gewissen einfachen Usability wichtig. Auch dafür bietet Ardo IT eine ganze Menge Integrationsmöglichkeiten. Kai, möchtest du dazu was Genau, sagen? wir greifen dieses Thema natürlich dann von der Technikseite her entsprechend halt auch auf, dass wir also schauen, wie können wir eben unsere Werkzeuge in einen ja, Informationsverbund von verschiedensten Lösungen in den Organisationen natürlich hinein integrieren. Wir sehen jetzt hier einfach mal so ein paar ausgewählte Schnittstellen. Das sind jetzt alles Schnittstellen zu Lösungen, die zum einen eben auch Datenlieferanten sind, also wo vielleicht eben auch Stammdaten vorgehalten werden, die wir dann im Ardo IT dann halt nutzen, dort visualisieren, dort weiterverwenden, als eben auch andere Lösungen, denen wir eben Daten bereitstellen, wo also Ardo IT eben auch als Single Source of Truth verwendet wird und eben auch gerne dann eben auf Informationen zurückgegriffen wird, um dann eben dann auch wieder mit unseren Daten zu arbeiten. Ich glaube, wir haben zwei Sachen haben wir jetzt nochmal halt herausgepickt, auf die wir nochmal besonders eingehen würden. Das wäre also zum Beispiel einmal die Möglichkeit, Ardo IT mit Confluence zu verbinden. Das heißt also Confluence eben als ja Unternehmenspublikationslösung zu verwenden, unsere architekturellen Diagramme in Confluence einzubetten und so eben aus einem kompletten Enterprise-Portal, das eben in Organisationen sich im Einsatz befindet, möglichst eben viel zu nutzen und zum Beispiel so eben auch auf die Ardo IT-Inhalte dann zugreifen zu können. Ein anderes Szenario, das wir auch hier jetzt nochmal kurz ansprechen würden, ist eben die Verbindung zum ServiceNow. Denke ich, ja, jedem ein Begriff, einfach als ja immer auch populärer werdende Service-Management-Lösung. Und auch hier gibt es natürlich ganz häufig den Bedarf, den Wunsch, Daten eben aus der CMDB, aus dem ServiceNow mit dem Ardo IT zu teilen, in beide Richtungen jeweils dann eben auch abzuspringen, um sich entweder Detailinformationen im ServiceNow anzuschauen oder dann sich eben auch einen architekturellen Überblick dann im Ardo IT zu verschaffen. Also auch die Kopplung zwischen beiden Werkzeugen hier eine sehr spannende Lösungsansatz für viele Organisationen. Ja. Genau, einfach hier, um halt diese Automatisierungsgrad zu erhöhen, weil halt viele gerade auch die technischen Daten auch mit Discovery oder nachher mit irgendwelchen Scannern, die laufen nachher im ServiceNow auf und dadurch, dass man beidseits die Schnittstelle hat, hat man halt genau diese Daten zur Verfügung, die man dann da auch entsprechend dann auch auswerten kann und das ohne zusätzlichen Aufwand, nachdem das integriert ist. Wichtig hier nochmal so Richtung Zusammenfassung. Wichtig ist einfach zu schauen, wie erzeugt man diesen persönlichen Nutzen. Und dafür muss man einfach schauen, welche Stakeholder haben welche Fragestellungen. Und dann hat man, hier ist ein Beispiel, verschiedene Stakeholder, wie zum Beispiel Verantwortliche für die IT, IT-Strategen, die gewisse Sichten benötigen mit eher Dashboard, eher grob granular. Dann Geschäftsarchitekt, Prozessmanager, die vielleicht Prozesslandkarte oder Business Capability Map oder solche Dinge benötigen. Oder halt für die Lösungsarchitektur, also Richtung Projekten, etwas detaillierter, vielleicht hier auch die Schnittstellenaspekte oder halt technologische Aspekte, wenn es darum geht, Lifecycle Management, Standards, Aufräumen, technische Schulden beseitigen oder IT-Betriebsthemen. Das ist natürlich extrem unterschiedlich, aber genau immer die Frage, welche Stakeholder können welchen Nutzen erzielen? Also hier, wie kann deren Anliegen durch ERM unterstützt werden und darüber den Business Outcome erhöhen? Und dann muss man einfach diese Daten möglichst aufwandsarm mit unter anderem Integration, Automatismen zur Verfügung stellen und mit entsprechend Pflegeunterstützung. Oben sieht man einfach die verschiedenen Nutznießer, für die man versucht, einfach diesen persönlichen Nutzen
für ihre tägliche Arbeit und die Zielerreichung zu erhöhen. Also für jeden einzelnen Stakeholder, möglichst viele Stakeholder. Hier sieht man einfach ein paar Beispiele. Und dann umgekehrt den Aufwand reduzieren für die Datenlieferung an für sich, über insbesondere auch Automatismen, Integration, einfache Pflege. Hier als weitere Gruppe sieht man die Unternehmensarchitekten, die letztendlich dafür sorgen, dass der Nutzen entsteht. Und man muss an beiden Schrauben drehen, Nutzen kontinuierlich erhöhen und Aufwand kontinuierlich reduzieren. Für Pflegeaufwände durch halt Automatismen und einfache Pflege. Hier nochmal so dargestellt, die Schritt für die erfolgreiche Einführung von ERM. Am Anfang muss man erstmal natürlich ERM verstehen, fachliche technische Strukturen, Grundgerüst aufbauen, aber auch da schon ersten Nutzen zeigen. Und dann muss man irgendeinen Pain finden, einen Stakeholder, der ein Problem hat, wie zum Beispiel eine Salesforce-Einführung, der keine Transparenz hat und dann das entsprechend erzeugen. Damit dann direkt Marketing machen. Hier sieht man so ein Beispiel, wo man dann auf dem Fußboden dann im Eingangsbereich die IT-Landschaft aufgeklebt hat. Und dann auf der Basis halt überlegen, wie kann man dann dafür sorgen, dass diese Daten, die er einmalig erzeugt hat, mit möglichst wenig Aufwand aktuell gehalten werden können, vollständig aktuell gehalten werden können. Und dann entsprechend weiter ausbauen. In diesem Fall hat man zum Beispiel gewisse fachlichen Sachen dann mehr mit dazu genommen, dieses Business IT Alignment verbessert und dann diese Nutzungsszenarien erhöht und auf die Formeln kommen wir gleich zurück, um gleichzeitig mit dem wenigen Aufwand, also wenn man das so aufgebaut hat, diese zukünftige Szenario, dass sich halb von alleine tut, ja nicht nur halb. Also die Aufwände reduzieren sich dann deutlich und der Nutzen ist dann da beziehungsweise wird kontinuierlich erhöht. Das sieht man hier nochmal, das ist so die Abschlussfolie quasi, die Erfolgsfaktoren eher von ERM. Wichtig ist, ein qualitativ hochwertiger Kern zu haben. Also diese fachlichen technischen Strukturen, die Liste der Applikationen, das sind die verbindlichen Applikationen. Der Name ist abgestimmt und man hat nicht das, was man häufig initial vorfindet, 5 oder 7 oder 10 verschiedene Listen mit Applikationen, die unterschiedliche Granularität und Durchmischung von Konzepten hat. Wichtig ist genau dieses Single Point of Truth, aber gleichzeitig natürlich aktuell vollständig für die Kerndaten, die man benötigt. Dann nichts auf Vorrat, sondern wirklich nutzen- und pain-orientiert. Alle Dinge, die keiner benötigt, raus, weil das nur Aufwand erzeugt in der kontinuierlichen Pflege. Wichtig ist, dass man gerade auch das Management auch unterstützt, gerade als Entscheidungsbasis, weil das Management sind dann in der Regel einfach die Sponsoren, die für die Mittel für ERM sorgen. Und nur wenn man Sponsoren hat, schafft man den weiteren Ausbau. Dann die Verankerung und Integration, gerade das Thema ja auch mit der Automation, um möglichst aufwandsarm diese Nutzen viel, viel größer wie Kosten. Hier sind die Nutzendinge eher und dann halt hier die Kosten einfach reduzieren. Dann sicherlich aber auch nach vorne zu blicken, also nicht nur den Ist-Zustand zu verwalten, sondern auch Zielbilder, Planung zu unterstützen, um vor die Projekte zu kommen, in die Beratungsrolle. Innovation, ganz, ganz wichtig, auch aktive Vorschläge machen zu können und dann halt last but not least mit den Erfolgen Marketing zu machen. Und wir haben das mal da in diese Formel gebracht, einfach den Einfluss zu erhöhen. Das heißt, die Akzeptanz von möglichst vielen Stakeholdern, die halt gewissen Nutzen davon sehen, einfach dieser persönliche Nutzen. Dann natürlich abhängig koppelt dann hier mit der Qualität der Daten und bei der Akzeptanz von jedem einzelnen Stakeholder ist immer wichtig, einerseits natürlich immer die Einzelnen abzuholen, erstmal Appetit zu wecken und dann aber auch wirklich zu liefern. Weil man muss genau die Visualisierung, die der Kai dann im Tool gezeigt hat, genau die auch liefern, auf Knopfdruck und die dann über Confluence zum Beispiel auch bereitstellen, dass die einfach per Klick entsprechend haben.
Genau, so viel zum eigentlichen Vortrag. Und das Wichtigste ist, starten Sie damit. Also das Thema Tun, Ausrufezeichen. Genau. Dann kurz noch den Werbeblock. Es ist jetzt gerade das neue Buch rausgekommen, Digitalisierung systematisch und Lean. Und jetzt in diesem Jahr gibt es das neue Prozessmanagement-Buch und auch das neue ERM-Buch. Und wir organisieren Konferenzen. Am 24. November ist die nächste Konferenz und da hoffen wir, dass man da vor Ort sein kann. Parallel gibt es das auch als virtuelle Plattform, aber insbesondere hoffen wir da einfach auch vor Ort. Meine Kontaktdaten, wenn Sie direkt auch Fragen zum Vortrag haben, und dann wäre ich am Ende am Vortrag. Vielen Dank schon mal für diesen tollen Vortrag. Franziska hat schon erwähnt, das Wichtigste ist es eben, etwas zu tun und für Sie, liebe Teilnehmer, um herauszufinden, was Sie als nächstes tun können. Da haben wir einmal die Option, dass Sie über das Kontaktformular oder über Ihren Kundenbetreuer direkt in Kontakt treten mit uns und Ihre individuellen Schritte besprechen, wie der Business Outcome von Ihrer ERM-Initiative gesteigert werden kann. Genauso stehen wir dann natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Alternativ können Sie sich auch direkt an die heutigen Referenten wenden und wir klären die Fragen dann im Nachgang. Für alle, die noch kein ERM oder da noch ein bisschen neu sind, sich ausprobieren möchten, da können wir empfehlen, AdoIT einfach mal kostenlos zu testen. Dafür einfach für unsere kostenlose Community Edition registrieren, ausprobieren, Gefühl dafür bekommen und auch da stehen wir natürlich gerne für weitere Fragen und Informationen zur Verfügung. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir Sie bei weiteren Webinaren wiedersehen. Dazu gerne auf unserer Website nachschauen oder bequem vom Newsletter benachrichtigen lassen. Ansonsten würde ich sagen, bleiben Sie gesund. Wir freuen uns, Sie bald wiederzusehen und noch einmal vielen Dank an unsere beiden Vortragenden heute. Vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Vielen Dank an dich, Inge, für den tollen Vortrag. Ich hoffe, es hat allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen. Und ja, treten Sie mit uns in Kontakt, sprechen Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen gerne als Austauschpartner, ja, zur Verfügung.